Glaubst du an Wunder? Wenn nicht, dann solltest du dir diese Geschichte unbedingt anhören, denn kaum jemand wird glauben, was ich dir heute über eine Frau und einem Wolfsrudel erzählen werde. Nicht einmal die erfahrensten Wissenschaftler können das, was nun kommt, erklären. Die 25-jährige Mary Kranick lebte in Minnesota. Sie war eine ganz normale Frau und träumte bereits als Teenager von einem großen Haus mit Garten, einer eigenen Familie und vielleicht einem Hund. Ihre Traumvorstellung sollte schon bald Wirklichkeit werden. Denn im Alter von 24 Jahren wurde Mary schwanger und gemeinsam mit ihrem liebevollen Ehemann erwartete das Paar aufgeregt ihr erstes Baby. Alles lief normal und es gab keine Komplikationen. Im Januar 2015, zu dieser Zeit war Mary bereits im letzten Monat schwanger, fuhr die Frau in ihrem Auto von der Stadt nach Hause. An diesem Tag wütete ein heftiger Schneesturm und da es die vorherigen Tage ebenfalls unaufhörlich geschneit hatte, waren alle Straßen mit Schnee bedeckt. Bis zu einem halben Meter war er hoch. Mary saß in ihrem SUV und sie war nur noch ein paar Kilometer von ihrem Haus entfernt. Doch als sie gerade durch ein Waldstück fuhr, wo die Straßen noch nicht geräumt waren, blieb ihr Auto plötzlich im Schnee stecken. Die junge Frau realisierte, dass sie unmöglich weiterfahren konnte. Die Hinterräder drehten im Schnee durch und das Auto bewegte sich keinen Meter nach vorne. Ausgerechnet an diesem Tag hatte die hochschwangere Frau kein Handy dabei und konnte somit keine Hilfe holen. Ihr blieb also nichts anderes übrig, als aus dem Wagen zu steigen und zu hoffen, dass bald jemand vorbeifahren würde, der ihr helfen konnte. Doch der Schneesturm wurde stärker und seit bereits einer halben Stunde kam niemand an der Unglücksstelle vorbei. Die junge Frau war verzweifelt. Sie begann zu frieren und konnte den Motor nicht noch länger laufen lassen, da sie bereits kaum noch Sprit hatte. Doch das Beunruhigendste war, dass es bereits dämmerte und einfach nicht aufhörte zu schneien. Mary wurde klar, dass es langsam ernst wurde. Denn wenn sie noch länger dort ausharren würde, wäre es bald dunkel und sie würde zu unterkühlen drohen. Bis zu ihr nach Hause waren es noch einige Kilometer und zur Stadt zurück war es etwas kürzer. Also entschied sich die Frau zu Fuß einen Pfad entlang zu gehen, der sie zurück zur Stadt führen würde. Dort konnte sie Hilfe verständigen. Die Frau war bereits etwas mehr als einen halben Kilometer durch den Schnee gestapft, als etwas passierte, das wohl niemand glauben würde. Denn plötzlich merkte die Frau, wie langsam ihre Wehen einsetzten. Ihr war klar, dass sie nicht mehr weiterlaufen konnte. Einige Meter von ihr entfernt befand sich ein Baum, an dem nicht so viel Schnee war wie an den übrigen Stellen. Dort schleppte sie sich mit aller Kraft hin und warf sich schließlich erschöpft auf den Boden. Sie schrie: Gott, was tust du mir an? Bitte, hilf mir! Nach etwa 5 Minuten verlor sie aufgrund der extremen Kälte und der höllischen Schmerzen das Bewusstsein. Dies könnte das Ende der Geschichte sein und alles, was man finden würde, wäre ein lebloser Körper im Schnee. Doch was wirklich passierte, kann wohl niemand auf dieser Welt erklären. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, seitdem ich in Ohnmacht fiel, berichtete Mary. Doch als ich wieder zu mir kam, spürte ich Wärme und mein Kopf lag auf dem Rücken eines großen grauen Wolfes. Es war vermutlich der Leitwolf des Rudels. Die anderen Wölfe, und es waren etwa 10, begaben sich rund um mich und schützten mich vor dem Schneesturm. Ich hatte nicht einmal Zeit, Angst zu bekommen. Es war viel mehr wie ein Traum. Sie haben keine Aggressionen gezeigt oder wurden mir anderweitig gefährlich. Nach etwa 20 Minuten habe ich mein Baby in dem Schnee geboren. Ein weiblicher Wolf kam vorsichtig zu dem Jungen und schleckte ihn behutsam ab. Es war, als wüsste sie genau, was und wie sie es tun sollte. Die restlichen Wölfe kuschelten sich an mich und wärmten mich. Mein Baby fing an zu schreien und so wusste ich, dass es lebte und es dem Kleinen gut ging. Die Wölfe ließen mich zu keiner Zeit alleine und ich drückte mein Kind behutsam an meine Brust. Zu dieser Zeit hat Marys Ehemann bereits angefangen, nach seiner Frau zu suchen, denn sie hätte schon lange zu Hause sein müssen. Er und ein paar Freunde fuhren mit einem Geländewagen schließlich genau den Weg durch den Wald ab, den sie vermuteten, dass seine Frau gefahren sein musste.
Auf dem Weg fanden sie Marys Auto, das komplett eingeschneit war. Als sie bemerkten, dass das Auto leer war, malten sie sich die schlimmsten Dinge aus, was mit der Frau passiert sein konnte. Die Männer gingen zu Fuß weiter und einer von ihnen trug ein Gewehr mit, denn sie befürchteten, dass die Frau möglicherweise entführt wurde. Als sie schließlich einige hundert Meter weiter das Wolfsrudel erblickten, dachten sie, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Der Mann mit dem Gewehr gab einen Warnschuss ab, damit die Wölfe abhauen würden. Dies taten sie tatsächlich auch, doch sie entfernten sich nicht weit, sondern blieben einige Meter im Wald stehen. Als die Männer näher kamen, erkannten sie die Frau und das Neugeborene im Schnee. Es war unglaublich, berichteten die Männer später. Das Wolfsrudel blieb die ganze Zeit in der Nähe der Frau und auch als die Männer diese zum Auto brachten, folgten die Tiere aus sicherer Entfernung. Etwa eine Stunde später befand sich die Frau endlich in einem Krankenhaus und ein paar weitere Tage später berichteten sie und ihre Retter von der unfassbaren Geschichte bei einem Interview einer amerikanischen Zeitung. Selbst erfahrene Förster und Jäger reagierten auf diesen Bericht und sagten, dass sie etwas derartiges noch nie erlebt hatten. Spezialisten vermuten, dass die Wölfe den Geruch des Babys wahrgenommen hatten und anschließend instinktiv handelten und die Frau beschützten. Einen ähnlichen Instinkt muss auch dieser Bär gehabt haben, der ein menschliches Baby aus einem Müllcontainer gerettet hat. Schau dir hier die Geschichte dazu an.